warum hat dieses Schwert keine Spitze? Warum sieht es so aus, als wäre die Spitze absichtlich entfernt worden? Ich versichere Ihnen, dass dieses Schwert nicht beschädigt wurde. Im Gegenteil, es befindet sich in einem außergewöhnlichen Erhaltungszustand. Darüber hinaus wird es sogar von seiner Originalscheide begleitet, was äußerst selten vorkommt. Dies ist ein seltenes deutsches Richtschwert, das im Jahre 1664 von Peter Munich in Solingen gefertigt wurde. Einer Stadt, die als eines der bedeutendsten Zentren für die Klingenproduktion in ganz Europa bekannt ist und für ihre Handwerkskunst geschätzt wird. Ganz im Gegensatz zu herkömmlichen Kriegswaffen waren Richtschwerter keineswegs für gezielte Stiche optimiert, sondern vielmehr ausschließlich für besonders kraftvolle Hiebe konzipiert. Dies erklärt ihr charakteristisches Merkmal, nämlich das Fehlen der Spitze. Und dieser bauliche Aspekt verändert die gesamte Konstruktion der Waffe. Die Klinge dieses Schwertes ist massiv und breit gestaltet und im direkten Vergleich zu den üblichen Waffen der damaligen Zeit relativ schwer. Der Schwerpunkt ist deutlich nach vorne verlagert, was beim Führen den falschen Eindruck erweckt, das Schwert sei insgesamt schwerer, als es tatsächlich ist. Tatsächlich wiegt es jedoch in Wirklichkeit nur etwa 1,66 Kilogramm. Dieses Gleichgewicht und die Verteilung des Gewichts sind von entscheidender Bedeutung. Die Hinrichtung basierte auf einer kontrollierten Schnittbewegung. Die Masse der Klinge erzeugt den nötigen Impuls, um einen entscheidenden Schlag zu gewährleisten. Die Enthauptung mit dem Schwert wurde weithin als eine ehrenvolle Hinrichtungsmethode angesehen, die in der Regel vor allem Adligen und Personen mit einem besonders herausgehobenen gesellschaftlichen Rang vorbehalten war. Obwohl Scharfrichter zwar am Rande der Gesellschaft lebten, erforderte die Durchführung der Hinrichtung selbst großes Geschick und verdeutlichte die Gnade der Justiz. Der Zustand dieses Stücks ist ungewöhnlich gut. Viele Richtschwerter wurden intensiv genutzt, doch nur sehr wenige sind unversehrt erhalten geblieben, vor allem weil sie Arbeitsgeräte mit geringer Attraktivität waren. Aufgrund der Seltenheit des außergewöhnlichen Erhaltungszustands und des historischen Werts kommt dieses Schwert bei der kommenden Auktion von Hermann Historica auf den Markt mit einem Startpreis von 7.500 € zuzüglich der Auktionshausgebühr.